Herzlich willkommen zu Walter Stuber, der Mutmacher, im Gespräch. Hallo liebe Freunde, heute Mutmacher im Gespräch. Heute darf ich begrüßen den Mirko Mank von Mank Gerüstbau GmbH. Lieber Mirko, stell dich mal selber vor. Ja, Walter, herzlichen Dank für die Einladung zu deinem Podcast. Ich freue mich, dabei sein zu dürfen. Ich soll mich vorstellen. Ja, mein Name ist Mirko Mank. Ich bin 52 Jahre alt, habe 3 Kinder, einen Enkel. Ein Enkel ist im Anmarsch. Ja, wie ihr denkt, dadurch hört sicherlich glücklich verheiratet. Führe das Unternehmen jetzt einige Jahre und wir sind jetzt gerade frisch 30 Jahre am Markt. Okay. Wie bist du jetzt zum Gerüstbau gekommen? Erzähl mal. Ja, Walter, ich bin zum Gerüstbau gekommen wie die Jungfrau zum Kind, hätte ich weiter gesagt. Wir haben Anfang der 90er Jahre, mein Vater und ich, eine Landwirtschaft betrieben, als Wiedereinrichter 92 angefangen. Und mein Senior, damals Mitte 40, hat immer ein zweites Standbein gesucht, mit dem man Geld verdienen kann, weil wir hatten seinerzeit sehr viel Milchkühe und zu wenig Ackerland. Und ja, die Milchkühe, das war mehr so ein Zusatzgeschäft, das funktionierte nicht wirklich. Und er hatte seinerzeit einen Bekannten, der hat einen Dachdeckerbetrieb nach der Wende aufgemacht und hat gesagt, Mensch, Hans-Jürgen macht Gerüstbau, ich habe so viel Arbeit, ich bin gut vernetzt in Erinnerung, wir brauchen unbedingt Gerüstbaukapazitäten. Ich helfe dir dabei, der hat ihm geholfen und ich wollte damit gar nichts zu tun haben. Ich war Landwirt und wollte Bauer sein und wollte auf meine Felder fahren und mich um die Tiere kümmern, bis es dann hieß, den ersten Tag Gerüstbau. Kannst du mal mitkommen? Wir müssen hier was machen. Hilf mir mal. Ja, und so bin ich zum Gerüstbau gekommen. Wir haben später die Landwirtschaft verkauft. Und das war natürlich leicht, weil wir schon einen Gerüstbaubetrieb hatten und unsere Brötchen von Not an mit dem Gerüstbau verdienen konnten. Ja, und dann habe ich seitdem Gerüstbau gemacht, seit Anfang 94, Mitte 94. Um genau zu sein, Juli 94 haben wir das erste Gerüst gestellt. Immer so nebenbei, neben der Landwirtschaft. Und ab 96 dann richtig. Als andere aufgehört haben, haben wir angefangen, den Betrieb weiter aufzubauen zwischen 96 und 98. Als die schlechten Jahre losgingen, viele Insolvenzen bei den Baubetrieben, auch Mitbewerber, die Segel streichen mussten. Da haben wir ganz klein angefangen, zu Anfang Pickup und Anhänger, Jeep und Anhänger, Traktor und Anhänger, geborgter LKW von dem Kollegen, den mein Vater da kannte, wie gesagt, der hat uns zu Anfang am Wochenende seine LKW geborgt. Wenn seine Leute frei hatten, konnten wir sein LKW nutzen, um Gerüste zu bauen. Ja, und für diesen Betrieb haben wir in der ganzen Geschichte, in den 30 Jahren, eigentlich die wenigsten Gerüste gebaut. Es hat sich dann irgendwie alles anders ergeben. So bin ich zum Gerüstbau gekommen heute. Das habe ich jetzt vielleicht nicht mitbekommen. Wo kommst du her? Also jemand hat mal gesagt, du lebst im Teletubbyland. Ich lebe im Teletubbyland, ja. Genau. Erzähl mal, wo das Teletubbyland ist, wo dein Einzugsgebiet ist. Wir leben, also ich lebe im Landkreis Rostock, südlich von Rostock, so 25 Kilometer südlich von Rostock an der A19. Da haben wir, und da wohne ich, da habe ich meinen Betriebssitz. Da sitzen wir direkt an der Autobahn. Unser Einzugsgebiet geht eigentlich, ich sage immer, alles, was man gut erreichen kann, 1 Stunde, 1,5 Stunden An- und Abfahrtsweg, also in eine Richtung, da ist das, was wir machen wollen, was wir können. Überwiegend in Güstrow, das nächstgrößere Stadt, in Rostock und die umliegenden Städte und Dörfer. Ja, eigentlich sehr ländlich gelegen. Deshalb Teletubbyland, das habt ihr von DHZ ja mal den Begriff ins Leben gerufen. Ich glaube sogar von dir kam das gar nicht, Walter, das stimmt nicht. Nein, von Frank Schimmer. Von Frank Schimmer kam das, genau. Ja, weil das ist ländlich geprägt, kleine Strukturen. Ich sage immer so als Beispiel, im Jahr 2002 hat ein großer Mitbewerber bei mir aufgehört. War einfach sich, weiß ich nicht, finanziell übernommen, keine Ahnung. Und dann kamen die Betriebe zu uns und haben gesagt, du baust jetzt Gerüst für uns. Und dann habe ich gesagt, ich weiß das nicht, ob ich das kann, ob ich die Kapazitäten habe. Ich sage, keine Ahnung. Doch, das wirst du können. Und ab sofort waren seine Kunden meine Kunden. Das war schon sehr interessant. Er hat aufgehört und die Kunden sagen, du bist jetzt der Gerüstbauer hier und du machst das. Ja, und das haben wir jahrelang so gehalten und das ist heute noch zum Glück so.
dass eben doch vieles nicht nur über den Preis geht, sondern auch vieles über andere Qualitäten, die wir aufgebaut haben, glaube ich. Zuverlässigkeit, sich an Absprachen halten. Das sind so Sachen, die wir immer schon gehandhabt haben, mein Vater so und ich auch. Ja. Und ja, so ist das halt entstanden mit uns. So leben wir hier fröhlich und glücklich im Teletubbyland. Müssen demzufolge allerdings auch alles machen, was so geht. Walter, du redest immer gerne vom großen Bauchladen, den haben wir natürlich auch. Aber wenn man hier lebt und hier arbeiten will und nicht reisen und ausliegen will, was meine Mitarbeiter auch nicht wollen, wir haben das auch schon gemacht und machen das zeitweise auch, aber dann muss man hier halt auch alles machen, was da an Gerüstbauleistung anfällt, also ziemlich alles. Ja, und das versuchen wir abzudecken. Es sind jeden Tag andere Herausforderungen. Das ist ja auch das, was so interessant macht in unserem Beruf, ne? Dass wir jeden Tag was anderes haben. Heute ein Eigenheim, morgen mal ein Stück Brücke oder eine Einhausung. Da kommen ja Dinge auf einen zu, wenn man am Jahresende mal so Revue passiert, was man alles so gemacht hat. Ich mache das gerne am letzten Arbeitstag, machen wir die letzten Jahre immer so eine Zusammenkunft mit unseren Mitarbeitern, bevor es dann in den wohlverdienten Weihnachtsurlaub geht. Dann setze ich mich immer vor mir das hin, gucke mal so die Projekte vom Jahr durch und erzähle den Jungs, welche Gerüste sie in dem Jahr gebaut haben und dann, ja, dann fällt einem erstmal so auf, was man doch alles so Tolles geleistet hat in dem Jahr oder was die Jungs auch gemacht haben. Und das frühstückt man immer alles so ab. Leider Gottes. Du bist ja stark auf dem Weg des Dankbarseins. Da bin ich noch weit von entfernt und will das auch lernen. Bemühe mich auch, aber das ist mir dann immer wieder bewusst zu Weihnachten, wenn man wirklich mal das Jahr zurückguckt und den Leuten sagt, pass mal auf, ihr habt da ein Gerüst gebaut, da ein Gerüst und so eine interessanten Sachen. Ja, das ist schon sehr vielschichtig, sehr vielseitig. Was mich bei dir so begeistert, zum einen bist du sehr motiviert und energiegeladen und deine Frau arbeitet ja auch im Büro mit, sehr aktiv. Wie funktioniert denn das, wenn ihr so nah aufeinander arbeitet und ihr geht auch abends wieder gemeinsam heim? Ja, ihr nehmt ja manche Sachen, manche Probleme oder die in der Firma solche Probleme waren, nimmt ihr ja mit nach Hause. Kannst du abschalten? Kann deine Frau abschalten? Oder nimmt ihr das auch noch mit ins Bett? Ja, Walter, so wie viele meiner Vorredner in deinem Podcast auch, ist das ein sehr schwerer Spagat. Ich habe sicherlich viele Fehler gemacht in der Vergangenheit, wie wir alle, indem man die Familie vernachlässigt hat und sich in den ersten Jahren sicherlich intensiv um das Unternehmen kümmert. Und dadurch, dass wir zusammenarbeiten, ist es auch noch mal anders. Wir hatten jahrelang bis vor 5 Jahren das Büro bei uns am Haus, viele Jahre. Die ersten Jahre konnte ich aus der oberen Etage mein Wohnhaus, ich sag mal, an den Kinderzimmern vorbei in mein Büro spazieren. Und meine Töchter kannten mich abends, kamen im Nachthemd an meinen Schreibtisch, haben gesagt, Papa, Abendbrot essen. Und dann bin ich nach dem Abendbrot wieder hoch und war eigentlich nie zu Hause. Ne? Auch wenn man dann am Tisch sitzt, ist man nie dabei, man ist in Gedanken an der Arbeit. Meine Frau hat das immer gut trennen können. Ich mittlerweile auch, muss ich ehrlich sagen. Ich versuche das, es fällt einem nicht immer leicht, es geht auch nicht immer. Und sicherlich haben wir auch fast täglich zu Hause was zu besprechen und tauschen uns da aus. Aber wir sind uns da gegenseitig Rückhalt und Stütze und sagen uns auch offen und ehrlich die Meinung, auch hier im Betrieb. Auch wenn andere dabei sind, das gefällt auch nicht immer jedem, da kann auch nicht jeder mit auch nicht jeder Angestellte, gerade die uns noch nicht so lange kennen. Aber uns war das immer wichtig, sich ehrlich und offen die Meinung zu sagen und auch den Spiegel vorzuhalten und sagen, du, jetzt komm mal wieder runter oder lächel mal. Sie sagt in letzter Zeit ganz oft zu mir, du kannst doch mal lächeln, das fällt mir jetzt auch gerade wieder schwer. Weil letztendlich ist das Leben schön und alles, was wir so machen, machen wir sicherlich mit sehr viel Herzblut, weil ich es auch gerne mache. Das ist ja auch eine deiner Fragen, weil ich es gerne mache, weil ich gerne für meine Mitarbeiter da bin, gerne möchte, dass das Beste aus ihnen herausholen, dass wir für die Kunden das Beste, das Optimalste rausholen. Das muss nicht immer das Teuerste sein und auch nicht das Billigste, das kann es nie sein, aber doch versuchen immer einen Weg zu finden. Und das ist aber sehr anstrengend. Alles zu bedenken, alles ja, das ist sehr anstrengend, das ist sehr fordernd, das nimmt man halt auch mit nach Hause und dann liegt man auch mal abends im Bett und kann nicht einschlafen. Oder man wacht morgens früh auf. Das versuche ich abzustellen, gebe ich ehrlich zu, und das gelingt mir immer besser. Es gelang mir schon besser vor 2 Jahren.
Auch dank deiner Unterstützung, Walter, und des DEHZ und unserer Gruppe, das bekommt mir sehr gut, dass man da ab und zu mal rausgerissen wird aus dem Arbeitsalltag und sich das auch anhört und versucht an sich zu arbeiten. Aber ja, meine Frau und ich, wir ergänzen uns da sehr gut. Ja. Wie organisierst du in der Früh den Morgen von deiner Frau im Betrieb? Also wenn meine Frau in Betrieb kommt, das ist, wir haben seit 2 Jahren eine Auszubildende in kaufmännischen Abteilung. Und ich habe ja meine Frau und meine Schwester im Betrieb und die wechseln sich zurzeit ab. Die Frauen machen 6 Stunden, also haben sie Schicht, weil die Auszubildende 8 Stunden hat. Und da machen die Frauen Schicht. Die eine kommt um 7, die andere um 9. Das wechselt wöchentlich. Also ist meine Frau in der Regel kurz vor 7 hier. Und wenn meine Frau hier ist, bin ich schon voll in Action und eine Weile am Arbeiten. Und für meine Frau muss ich nichts organisieren. Die organisiert sich ihre Arbeit selber, gar keine Frage. Die sieht dann, wenn ich morgens schon in Fahrt bin und weiß, dass sie dann auch ruhig mal einen Bogen machen muss. Aber das ist so der Lauf der Dinge, ja. Okay. Jetzt hast du natürlich eine Tochter, du hast einen Sohn. Was ist denn jetzt deine Vision von deinem Unternehmen? Wo soll die Reise hingehen? Ja, Walter, ich habe 2 Töchter, die sind beide verheiratet. Beide Töchter? Du hast 2 Töchter? 2 Töchter und einen Sohn, ja. Ah, Ja, ja. du hast immer von einer Tochter gesprochen. Ach so, nee, 2 Töchter. Gut, Die sind okay. beide selbstständig verheiratet. Die Große hat einen Job. Wie gesagt, das sind freudige Erwartungen. Da freuen wir uns auf das nächste Enkelkind im Oktober. Und meine Kleine hat ihren Sohn jetzt 1,5 Jahre. Ist noch im Studium. Ja, die haben beide ihren Weg. Die haben ihren Lebensweg vor sich, glaube ich. Da mache ich mir gar nicht so viel Hoffnung, dass jemand wiederkommt und den Betrieb übernimmt. Ist aber auch nicht notwendig. Und mein Sohn ist jetzt 15 geworden, gestern. Ist jetzt 15 geworden. Ja, der soll seine Jugend genießen. Da will ich keinen Druck ausüben. Na klar, kleine Jungs werden wie Papa. Meiner wollte Feuerwehrmann sein und Gerüstbauer werden. Jetzt fängt er an, seinen eigenen Weg zu gehen und ich lasse ihn auch und freue mich auch. Ja, und jeder, der fragt, da sage ich immer so, ich sag mal in 5 Jahren, wenn er nachher 18 bis 20 ist, dann bin ich Ende 50, möchte ich zumindest wissen, wo die Tendenz hingeht. Und wenn nicht, ja, dann wird jemand gehen, der den Betrieb übernimmt. Da mache ich mir gar nicht so viel Sorgen. Ich habe viele gute, motivierte Mitarbeiter, jünger als ich, gute Bauleitung. Und ich denke, da wird sich jemand finden, der irgendwann sagt, komm, wir machen das weiter. Also, so ist der Plan. Die Vision, so wie du das beschreibst, gibt es da nicht. Ich möchte es in Familienbesitz belassen, gar keine Frage. Wir sind ein Familienunternehmen und das wird auch so bleiben. Also ja, aber wenn dann nicht geht, dann geht es eben nicht. Aber das wird die Zeit zeigen. Weil ich bin 52, ich habe noch gut 10 Jahre zu arbeiten, möchte eigentlich irgendwann auch mal ruhiger treten, weil die letzten Jahre doch sehr anstrengend waren. Aber was man denn schafft, weißt du selber, inwieweit man seine Ziele auch einhalten kann, die man sich steckt. Aber ich mache mir nicht die Sorgen, dass es da keinen gibt, der den Betrieb irgendwann mal weitermacht, weil ich glaube auch in 10 Jahren das Arbeitskräfteproblem und das Handwerkerproblem noch viel größer ist, als wir uns jetzt vorstellen können. Wir merken es jetzt jeden Tag, auch bei der geringeren Zahl an Baustellen, die gerade in diesem Jahr auf uns zukommen, dass selbst die schwer sind, dass das termingerecht abgearbeitet wird. Und aktuelles Beispiel, wir haben seit einem Jahr eine kaputte Herdplatte, also eine kaputte Kochplatte, ein kaputtes Terranzelt. Ja, den Techniker kenne ich gut. Das ist vielleicht auch der Fehler, aber es ist doch der Einzige, der in Güstrow noch sowas repariert. Ja, der kommt. Ne? Wenn die Platte geliefert wird, kommt er. Was soll ich dazu sagen? Ne? Wir können kochen, das ist alles gut, aber schön ist was anderes. Aber daran werden wir uns gewöhnen müssen. Ne? Auch mit kaputten Autos zu fahren, mit einer kaputten Heizung, das ist, ja, ich glaube schon. Und das wird in unserem Gewerk nicht anders werden. Ja. Jetzt die nächste Frage. Du hast natürlich ein großes Erbe angetreten vom Bernd Werdermann. Der Bernd Werdermann war viele Jahre Landesbevollmächtiger der Bundesinnung im Gerüstbau. Die erste Frage ist, wie bist du zur Bundesinnung gekommen? Was hat dir die Bundesinnung gebracht, wo du eingetreten bist? Und die nächste Frage ist wie sieht dein Werdegang zukünftig aus? Was möchtest du noch erreichen als Landesbevollmächtigter?
Also wie bin ich zur Erinnerung gekommen? Ich glaube, mein Vater und ich wurden mal vom Bernd angesprochen. Ich bin mir gar nicht ganz sicher. Wir waren mal auf den ersten Innungstreffen, Landesinnungstreffen eingeladen. Das waren relativ kleine Kreise. Letztendlich ist aber in Mecklenburg hat Bernd einen sehr guten Verband aufgebaut. Wir sind alle gut vernetzt, haben einen hohen Organisationsgrad. Ja, und das Erbe habe ich angetreten, das ist richtig. Führe es weiter. Es fällt relativ leicht, weil die Truppe halt so gut miteinander klarkommt. Ich habe auch, ich glaube, 3 oder 4 neue Mitglieder gewinnen können im Laufe der Zeit. Bin allerdings, das ist so mein großes Ziel, möchte da noch weiterkommen. Eigentlich muss ich da noch mehr Zeit investieren in Mitgliederakquise. Und was hat's mir gebracht? Was bringt es? Du bist das beste Beispiel, Walter. Es bringt ein großes Netzwerk. Man hat mindestens einmal jährlich treffen wir uns. Wir haben einen regen Austausch. Wir helfen uns gegenseitig bei Projekten mit Material, mit Manpower, teilen uns Dinge. Wenn einer mal wenig Arbeit hat, ruft er mal den Nachbarn an. Mensch, hast du was für mich? Soll ich dir irgendwo helfen? Ich habe Kapazitäten frei. Das ist schon sehr, sehr beruhigend, ne? Dass man nicht immer nur als Konkurrent dasteht, sondern auch als Teamplayer. Wir sind da doch schon als Team gewachsen in Mecklenburg, muss ich sehr ehrlich sagen, in den verschiedenen Landesregionen, dass man sich da hilft. Und das ist ganz wichtig. Das hat es eigentlich gebracht. Und jetzt die Mitarbeit im Beirat durch diese Landesbevollmächtigten-Geschichte ist man ja weiter unterwegs. Ich bin im Tarifausschuss, treffe dadurch alle 2 Jahre regelmäßig den Vorstand und andere Kollegen. Man trifft auf der Beiratssitzung das ganze Land. Mittlerweile sind ja auch alle Stellvertreter dabei. Was ich sehr begrüße, ist eine Riesenrunde. Man kann da sich ein schönes Netzwerk aufbauen, voneinander lernen. Und das ist wichtig dabei. Ja. Kostet allerdings etwas Geld, wobei das Geld, glaube ich, wegen das Geld zu viel ist. Der hat da den falschen Ansatz. Man kriegt auch jede Menge Beratung bei Problemen technischer Sachen, vertragliche Sachen. Es ist wunderbar, die Geschäftsstelle anzurufen, sich da Rat zu holen. Im Download-Bereich gibt es ganz viele Unterlagen, die man sich runterladen kann. Kostet alles nichts, außer den Beitrag. Und was es allerdings kostet, wenn man da echt aktiv bei ist, sehr viel Zeit. Also das ist so, das nimmt sehr viel Zeit in Anspruch, auch Freizeit, weil diese Tagung ja auch, gerade die Beiratssitzung, die HV auch mal am Wochenende ist. Ja, aber das ist eben so. Ich wohne auch in einem entlegenen Bundesland, da muss man auch mal öfter mal ins Landesinnere reisen. Das ist immer ein langer Anreiseweg. Aber ja, das weiß man. Wenn man im Saarland wohnt, ist es nicht anders. Wenn man im Süden Bayerns wohnt oder in Schleswig-Holstein, ist es auch nicht anders. Wir können aber auch nicht alle in Mitteldeutschland wohnen, das geht ja auch. Jetzt hast du jetzt natürlich noch Hobbys. Du fahrst gern Motorrad. Was für Hobbys hast du noch außer Motorradfahren? Ich habe ein großes Grundstück, Walter. Das verlangt sehr viel ab, meiner Frau und mir. Und mittlerweile haben wir gelernt, am Wochenende auch einfach mal zu Hause zu bleiben. Wir sind ganz oft am Samstag noch unterwegs mit unserem Sohn, der Fußball gespielt hat bis jetzt zur Sommerpause. Samstag oder Sonntag. Also ein Tag am Wochenende ist oft, geht für irgendetwas drauf, sodass wir auch am Sonntagnachmittag um 16 Uhr noch anfangen können, im Garten zu üben, uns dabei wohlfühlen und abends um 8 auf die Couch fallen. Das reicht uns als Hobby. Ich war früher mal tauchen, das ist seit einigen Jahren nicht mehr so, das schaffe ich einfach nicht mehr. Ich bin noch froh, wenn ich zum Motorradfahren komme, das ist so, ja, ich versuche ein bisschen Sport zu machen. Hab jetzt im Herbst nochmal eine Reise vor mit einem Freund, möchte ich in den Alpen wandern gehen eine Woche. Da freue ich mich schon sehr drauf. Das ist mal schön mal rausgekommen. Ansonsten Hobbys, DHZ ist auch so ein Hobby von mir. Was. Gut, okay. Das hat die letzten Jahre auch viel Zeit und viel Freizeit in Anspruch genommen. Gut. Da reden wir nachher mal drüber. Ja. Du hast Auszubildende. Wie hast du die bekommen, diese Auszubildende? Wie bist du an die rangekommen? Also die meisten Auszubildenden haben wir hier wirklich durch Mundpropaganda bekommen. Wir sind auf Messen, auf Schulmessen gewesen, haben vor einigen Jahren auch einige von diesen Schulmessen, von den Berufsbildungsmessen bekommen. Jetzt aktuell, der jetzt im Herbst anfängt, den haben wir auf der Job Factory in Rostock kennengelernt. Der fängt jetzt im Herbst an. Eigentlich wirklich durch Mundpropaganda und diese Messeauftritte. Ja. Okay, gut. Was möchtest du jetzt so im Leben, jetzt bist du 52, ja, wäre ich auch gern nochmal 52, bin jetzt 63. Was möchtest du jetzt so noch erleben in deinem Leben? Was? Also nicht beruflich gesehen. Beruflich bist du schon einmalig, ja. Gibt's ja keinen zweiten. Aber jetzt
in deinem Privatleben? Was möchtest du denn da noch erleben? Walter, ich freue mich jetzt auf meinen zweiten Enkel oder meine Enkelin. Mal sehen, was das wird. Mhm. Meine Tochter ist noch ein Ende weg. Die wohnt in Mitteldeutschland. Ich hoffe, dass sie wieder in Richtung Heimat findet mit ihrem Mann, dass die beide wiederkommen. Das ist ein großer Hoffnungsschimmer bei meiner Frau und mir, dass die Familie wieder ein bisschen dichter zusammenkommt. Das möchte ich erleben. Ich möchte persönlich sehr viel reisen. Ja, und das sind so die Dinge, die mir so vorschweben. Den Betrieb begleiten, wie das hier weitergeht, Nachfolger einarbeiten, irgendwann mal dem zur Seite stehen. Ich möchte nicht von heute auf morgen hier alles hinschmeißen und gehen. Das werde ich nicht tun. Es sei denn, der Nachfolger verlangt das, gar keine Frage. Aber ansonsten ist so meine große Vision wirklich, ich möchte noch einiges von der Welt sehen. Ich habe schon vieles gesehen. Das habe ich auch im Laufe der Jahre machen können. Dank meiner Frau, die mir da oft den Rücken freigehalten hat, mein Vater, mein ganzes Team hier im Unternehmen, die gesagt haben, okay, Chef, fahr auch mal weg. Das ist gut. Ich war am Nordkap mit dem Motorrad. Ich war am Gardasee mit dem Motorrad schon zweimal. Das sind so Sachen, so 14 Tage Motorradreisen. Das war mein großes Hobby eine ganze Weile. Mit einem guten Freund von mir, der leider früh verstorben ist. Das würde ich gerne wieder aufleben lassen. Aber mal sehen, was die Zeit bringt. Du bist jetzt ja auch Mitglied im DIHZ, ja, mit dem Tom Köhler und mit mir zusammen, mit dem Sandro Renn. Du bist in der ersten Gruppe dabei. Du bist jetzt 3 Jahre dabei. Was hat denn das für dich gebracht und was für Veränderungen hat es in deinem Betrieb gebracht? Also für mich persönlich hat es gebracht, glaube ich, eine persönliche Veränderung. Dinge anders zu sehen. Ich habe kurz vor dem DIHZ, muss ich ehrlich sagen, das war mal Thema in der Bundesinnung ganz groß. Ein Jahresthema waren diese Generation XYZ. Und ich kann mich entsinnen an so einige Vorträge, die da gehalten worden sind. Ich glaube, das war nicht in Hannover. Vom Postweiler, der sein Unternehmen umgestellt hat oder so. Und da habe ich mich stark motivieren lassen von den Fokus weg vom Workaholic, vom ewigen Arbeiten hin zu mehr Lebensqualität für mich und meine Mitarbeiter. Und das DIHZ kam genau richtig. Ich hatte mich vorher schon mal so ein bisschen coachen lassen hier und auch meinen Bauleiter in seiner Ausbildung der Führungskräfte so ein bisschen das Führen mehr in den Mittelpunkt zu stellen der Mitarbeiter. Weil bis dahin ja wir doch der stringente Hierarchien im Unternehmen hatten. Ne? Der Chef hat gesagt und die Leute haben gemacht. Und das Leben hat sich einfach mal verändert die letzten 20 Jahre. Und das hat mir, glaube ich, auch im DIHZ gefällt mir gut dabei, dass wir uns über solche Geschichten unterhalten. Und dass das ein wesentlicher Punkt ist, auch sich persönlich zu verändern. Das fällt nicht immer leicht und das geht auch nicht von heute auf morgen. Aber ich glaube, das habe ich schon ganz gut gekriegt, auch mal Dinge abgeben zu können. Vom Kontrollfreak weg zu jemandem, der sagt, okay, komm, ich übergebe den anderen Mitarbeitern auch mal Verantwortung. Die können auch mal Dinge entscheiden, alleine entscheiden. Und ja, der Austausch mit euch ist immer wieder gut, die Betriebe sich anzugucken, wie machen andere das, man kann sich immer was abgucken. Das bringt mir das DIHZ weiter. Dabei zu sein, Neuerungen, ich denke an unseren Sommertreffen jetzt in Mannheim, Innovationstreffen, wo es um KI geht und solche Geschichten. Das hat mich dermaßen geflasht, dass ich so viele Ideen habe, die ich eigentlich umsetzen möchte und auch angefangen habe. Einfach mal zu sagen, okay, es ist Zeit, was anzufangen und nicht zu warten, bis was kommt. Das Leben hat sich einfach verändert. Das ist schwer, das reinzubringen an unsere Strukturen, an unsere Mitarbeiter. Ich habe zum Glück wirklich gute Mitarbeiter, die das mitleben, die sagen, okay, Chef, wenn du dazu sagst, jetzt, wie du das uns erklärst, sehen wir das auch ein. Das sehen wir ja jeden Tag. Du weißt selber, wir haben in Mannheim einen Vortrag gehört, da ging es ums iPhone oder Smartphone, das eben vor, weiß nicht, gar nicht allzu langer Zeit das Ding auf den Markt kam und alle sagten, die Telefon ohne Tasten, das geht doch nicht. Heute hat keiner mehr ein Telefon mit Tasten. Und ja, da bin ich sehr dankbar, dass ich im DIHZ da mit bei sein kann und die Chance habe, einfach Dinge anzufassen, dass ihr da Leute zusammenbringt und auch von externen Fachleute auf uns zukommen und sagen, guck mal, das kann man machen. Das kostet Geld, sicherlich, aber nicht so viel, dass man sich das nicht leisten kann. Und wenn man es durchboxt, glaube ich, bringt es auch was. Ja. Jetzt hören ja den Podcast ganz viele Gründer an oder auch Nachfolger.
Welchen Tipps würdest du jetzt Gerüstbaugründer oder Nachfolger geben, wenn die jetzt in die Firma, so sag mal 1, 2 Tipps, was du denen geben würdest? Also ich muss sagen, habe ich mit meinem Vater war da immer ein Vorbild. Wir haben zum Beispiel nie eine Vision gehabt über das Unternehmen. Das war ja auch eine deiner Fragen, ne? Welche Visionen man hat und nie so richtigen Plan. Dieses Jahr so viel Mitarbeiter, nächstes Jahr so viel und so viel Quadratmeter Gerüst und so. Wir haben das immer so gehandhabt, wir sind mit den Aufgaben gewachsen. Wir haben langsam angefangen, haben auch in den 90er Jahren, wo es schwer war, immer Material so zugekauft, wie es ging. Ich kann mich entsinnen, seinerzeit hatten wir Rucks nach Rostock zum Rucks-Auslieferungslager gefahren, fast täglich mit einem Pkw und Anhänger. Ich hatte damals einen Ford Mondeo mit einem Dachgepäckträger, da kamen die Diagonalen rauf und sowas geht heute alles gar nicht mehr. Also langsam wachsen, mit den Aufgaben wachsen, sich nicht von wenigen oder einem Kunden abhängig machen, nicht denken, der hat jetzt so viel Arbeit für mich. Das haben wir nie gemacht. Ich sage ja, diesen Bauchladen, den wir haben, das ist eigentlich ganz gut zu sagen, kommt, man muss viele Standbeine haben, wenn mal was wegfällt. Das ist uns in Corona-Zeiten gut bekommen und ich glaube, das bekommt uns auch jetzt gut. Und was ich nie machen konnte, ich habe ja erst 2000 meinen Meister machen können, 2000 angefangen, 2002, da eigentlich das Fachliche erst gelernt, als wir angefangen haben, war ja Gerüstbau und Handwerksrolle B als Anlernberuf. Wenn ich heute anfangen würde, ich würde Erfahrungen sammeln, versuchen in anderen Betrieben Fuß zu fassen, anschauen, wie es geht. Erfahrung ist und Erfahrungsaustausch ist die beste Investition. Gleich gut vernetzen und ja, das ist das, was heute, glaube ich, anders ist, weil die Erfahrung, die wir alle haben, in 30 Jahren machen können, heute an junge Leute weiterzugeben, ist sehr wichtig und die jungen Leute können da einiges lernen. Aber wir auch von den jungen Leuten, das darf man auch. Die Kernfrage aller Gerüstbauer wie jedes Mal. Was war dein höchster Kirchturm, was du bis jetzt eingerüstet hast? Weil jeder Gerüstbauer braucht ja einen Kirchturm im Leben. Ja, der höchste Kirchturm, den wir gemacht haben, also der erste Kirchturm war die Pfarrkirche in Güstrow. Das war eine Herausforderung, ja. Und ich glaube, 2 Jahre später die Stiftskirche in Bützow. Seinerzeit auch viel in der Presse gewesen, weil ich glaube, 2 Jahre nach der Sanierung ging der Tornado rüber. Und zum Glück haben wir die saniert, sonst hätte der Turm, glaube ich, unten gelegen. Und da waren wir bei über 60, ich glaube 68 Meter. Ja, das war schon eine Herausforderung, das war schön, ja. Jetzt ist das Thema, hat ja jeder Gerüstbauer fast zu 90%, das Spielzeug Autokran. Ja. Hast du auch sicher? Walter, ich habe 3 Autokräne. Ja. Da bin ich vor einigen Jahren dazu gekommen, als wir, ich sag mal, angefangen haben, Geld zu verdienen und das Thema Generationen auf uns zukamen, dass ja auch die älteren Kollegen immer älter werden und wir auch die älteren Kollegen behalten müssen. Mein ältester Mitarbeiter wird dieses Jahr 60 in wenigen Wochen und da habe ich mir natürlich auch Gedanken gemacht. Das war ja auch immer Thema bei der Innung. Und mein Bauleiter André hat immer schon gesagt, wir brauchen Kran, wir brauchen Kran, wir brauchen Kran. Und da haben wir uns das überlegt und haben gesagt, komm, jetzt verdienen wir Geld, jetzt kaufen wir uns einen Ladekran, einen LKW mit Ladekran. Und den habe ich gekauft und das war nicht einfach. Mein Vater hat seinerzeit gesagt, mach, wenn du meinst, das ist das Richtige, dann tu das. Und der Verkäufer sagte auch, ja, du musst ja Geld damit verdienen. Ich weiß nicht, wie viel Geld du einsparst, wie das denn so ist, diese Wirtschaftlichkeitsbetrachtung dabei. Aber wir haben gesagt, okay, komm, mal gucken. Und ich sage jedem, diese weichen Faktoren spielen eine unwahrscheinlich große Rolle dabei. Als der Kran da war, nach einem Jahr haben wir gesagt, das war die richtige Entscheidung. Es fällt den Mitarbeitern leichter. Selbst ein Eigenheim mit einem 26 Tonnen LKW mit Ladekran dahin zu fahren, wo andere sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein, wir haben ein Packsystem mit Paletten. Wir laden uns dann auch die Belege unten auf die Erde, können das alles sauber auch mal in den Vorgarten stellen, auch mal über Autos rüberstellen. Bei uns wird der Höhentransport nicht mit Winde gemacht. Winden existieren fast nicht mehr. Wir haben zwar 2 Winden, aber ich glaube, die waren schon 5 oder 6 Jahre nicht mehr im Einsatz. Wir haben einen Gera 200Z, der ist schon jahrelang nicht mehr im Einsatz gewesen. Doch dieses Jahr mal auf einer Baustelle, weil meine Jungs den Höhentransport in dem, was wir hier brauchen, 12, 14 Meter höher sind wir gar nicht, das alles mit diesen 15 Meter Tonnen Kran machen können. Und insofern ist das schon eine richtige Entscheidung. Klar gibt es auch Tage, wo man den Eindruck hat, die Jungs spielen damit rum.
Aber ich sag mal, meine Mitarbeiter haben damit gelernt, umzugehen und sind dadurch sehr gut effektiv. Wenn wir haben, ich glaube momentan, wir haben 3 Kräne und 3 LKW-Umladekran, wobei wir in der Regel 4 bis 5 Kolonnen sind. Die 3 Kräne sind immer unterwegs. Jede Baustelle braucht einen Kran, das ist klar. Es gibt ganz wenig Baustellen, wo meine Arbeitsvorbereitung nicht sagt, da kannst du ohne Kran hinfahren. Also, aber wir haben mittlerweile, wie gesagt, 3 Kräne davon. Den zweiten habe ich gekauft. Ich sage, ich bin den gleichen Kran nochmal wie vor 3 Jahren. Und dann wollten sie mit mir mich beraten. Ich sage, nein, den Kran, nichts anderes so. Und dann war das gut. Ja, also wir sind da glücklich mit. Die Kosten darf man nicht vergessen, um Gottes Willen. So ein Kran geht 2 Tage im Jahr zur Inspektion. Ein Tag der LKW, ein Tag der Kran mindestens. Die Reparaturen nach einigen Jahren kommen auch klar. Da geht auch mal ein Zylinder kaputt. Das ist so, ja. Aber ich glaube, diese Zufriedenheit der Mitarbeiter, mit dem Kran arbeiten zu können, und das ist eine Sache, die man auch nicht in Zahlen ausdrücken kann. Gut. Es ist so, dass ich heute bei uns, wir machen also jede Woche, 3-mal in der Woche um 11:45 Uhr mit unseren Mitarbeitern im Büro und mit den Bauleitern, die unterwegs sind, ein Teams-Meeting, eine Viertelstunde. Und ich habe über das Problematik schwarzer Schwan gesprochen. Da gibt es ein tolles Buch, Antifragilität. Ja, es gibt immer wieder Krisen im Land. Ja, also wir haben 1988 eine Baukrise gehabt im Westen. 1998 war eine Krise. 2008 eine leichte Baukrise. Dann ist Corona gekommen als große Krise. Und jetzt haben wir auch wieder eine Baukrise. Und ich habe dann meine Mitarbeiter mal gesagt, sie sollen einfach mal spinnen, was könnte man mit Gerüst auch noch machen, ohne am Bau tätig zu sein. Und die Frage stelle ich jetzt dir auch mal, spinnen mal in deinem Kopf, ja. Sag mal, was könnte man mit Gerüst auch noch machen, ohne am Bau tätig zu sein? Ganz spontan. Ganz spontan. Naja, mit Gerüst kann man ja alles machen, ne? Ich habe früher immer so spaßeshalber gesagt, jedes Haus, wo kein Gerüst dann steht, ist kein Haus. Für mich ist ein Haus jetzt richtig schön, wenn ein Stück Gerüst steht. Und naja, man kann Einhausungen bauen, man kann Lagerhallen bauen, man kann da sicherlich so gerade Interimslösungen, kann man da einiges mitmachen, ne? Wenn wir an diese ganzen Flüchtlingsunterkünfte denken, die da mit Containern gebaut werden, da kann man Dächer rüberbauen, sowas, ja. Aber grundsätzlich, glaube ich, stellt sich für mich persönlich die Frage nicht weiter, weil ich glaube, auch gerade in solchen Ländern, wie wir aufgestellt sind, wird es immer irgendwie Arbeit für uns Gerüstbauer. Weil auch wenn die Leute weniger Geld haben und so eine Krise eintritt, wird es immer Reparaturen geben. Der ganze Solar, der ganze Energieumbau, da wird es immer Gerüstbau geben und auch immer Arbeit für uns. Da mache ich mir gar keine Sorgen, dass ich jetzt sagen muss, ich muss aus den Gerüsten irgendwas anderes bauen. Weihnachtsbaum und sowas, ja klar, machen wir auch. Messe, alles gut, aber grundsätzlich, was will man damit machen, Walter? Wir haben mal über Wohnungen gesprochen, hast du mal gesagt. Klar, hatte ich schon mal ein Projekt vor, hier einen Bürocontainer zu bauen, aus Gerüst. Aber da wurde mir dann auch gesagt, ich brauche eine Baugenehmigung dafür. Naja, dann haben sie erstmal sein lassen. Also wir haben heute, es war eine echte Spinnereirunde, ja, und am Ende hat einer unserer Mitarbeiter gesagt, na, dann gehe ich gleich los und melde das Patent an. War interessant. Ja, für was? Verrate ich jetzt nicht. Ja, man kann, wenn man richtig überlegt. Ich hatte vor 2 Jahren mal, mein Sohn war klein und war ein heißer Sommer und ein Pool und wie das so ist, man hat so einen Aufstellpool und ich sagte meiner Frau, du, nächstes Jahr baue ich einen aus Gerüst. Wie? Ich sage, ich baue ja aus Gerüst ein. Da habe ich auch eine schöne Idee gehabt, ne? Mit einem verschiebbaren Dach, mit Poolabdeckung für 3 Jahre, bis der Bengel groß genug ist. Länger brauchst du oder sowas nicht. Wir haben hier um die Ecke überall Seen, da brauche ich mir keinen Pool in den Garten stellen. Aber da hatte ich auch schon Ideen, ja. Freibad kann man auch das Gerüst aufbauen. Gar kein Problem. Okay. Jetzt die Frage, was macht dich so einzigartig? So was Besonderes. Was macht denn dich besonders und einzigartig? Walter, das steht hier nicht auf deiner Frageliste. Meinst du jetzt mich oder das Unternehmen? Dich. Ja, das weiß ich nicht. Da musst du andere fragen, die mit mir arbeiten oder mit mir leben müssen.
Ich habe in Vorbereitung dieses Podcasts viel auch drüber nachgedacht. Das ist logisch. Deine Fragen rühren ja auch so ein bisschen hin und wenn man das regelmäßig verfolgt, kriegt man das auch mit, was du fragst. Nein, ich weiß es wirklich nicht. Ich bin irgendwo, manchmal denke ich, bin ein getriebener Mensch, von Aktionismus getrieben. Ich bin zurzeit, mein Bauleiter hat Urlaub, mein zweiter Bauleiter, wir stellen gerade ein bisschen um, hat andere Aufgaben, sodass ich gerade wieder alles, was ich mir hier aufgebaut habe, zunichte mache und meine Strukturen ändern muss. Und selbst in die Bauleitung und in Dispo gehe, habe diese Woche richtig viel zu tun und ist aber so, es macht mir Spaß. Ich habe da auch kein Problem mit. Ich komme da ganz oft gestresst drüber für die Umwelt, aber ich fühle mich da nicht gestresst. Ich bin ein Mensch, der gerne arbeitet. Sicherlich ist mir das in der Wiege gelegt. Es war bei meinem Vater so. Mein Opa hat nebenan gewohnt, als ich Kind war. Der hat Tiere gehabt, der hat ein Pferd gehabt, Pferd und Wagen, eine Kuh, Bullen im Stall, Schweine. Da wurde immer auf dem Land wurde immer gearbeitet. Ich musste als Bengel immer ran, immer irgendwie Kartoffeln häufeln, striegeln, Heu einfahren, Heu wenden, Rüben einfahren im Herd. Immer all solche Sachen. Und es hat mir immer gut getan. Und insofern bin ich so ein Mensch, ich bin wirklich, ich arbeite gerne, ich tue gerne was, ich habe gerne mit meinen Händen was gemacht. Auch mit meinem Kopf mittlerweile, dass ich gerne was mache. Das ist vielleicht das, was mich auch einzigartig macht. Ich kann auch abstalten, das glauben viele nicht. Aber doch, ich kann das auch. Es ist natürlich so, hast du einen Notfallplan? Willst du uns ein bisschen was über deinen Notfallplan sagen? Also für mich persönlich, ja. Notfallplan ist ja auch im DEHZ ein großes Thema und das ist auch gut so. Das zeigt uns immer unsere Schwachstellen. Ich habe eigentlich, was mich persönlich angeht und was die Firma angeht, 3/4 geregelt. Also es ist eigentlich alles klar, besprochen, wie das hier weitergehen kann, wer was macht. Ja, man muss sicherlich, man hat ja auch so einen Plan, der ist ja auch nie fertig. Du selbst sagst, ihr arbeitet regelmäßig auf. Da sind noch ein paar Lücken dabei. So ein paar Sachen hier im Unternehmen zu dokumentieren, wenn wirklich mal von heute auf morgen irgendwas ist. Aber das ist mit meinen Kindern alles besprochen und auch mit meinen Eltern. Wir leben beide noch. Wenn uns mal was passiert, wie das weitergeht, meiner Frau, mir oder nur mir, nö. Also das sollte geregelt sein, ja. Und auch schriftlich fixiert? Auch schriftlich fixiert, ja. Sehr gut. Ja, wir waren zum Notar und alles, haben uns gut beraten lassen, doch. Okay. Ja. Welchen Berufskollegen würdest du mir denn empfehlen, mit wem ich als nächstes den Podcast machen soll? Habe ich eine Weile drüber nachgedacht und ich möchte gar nicht so weit schweifen. Hier in Mecklenburg habe ich viele gute Kollegen. Das ist so, das fällt einem das nicht so leicht, aber den Stefan Sörgel von der Firma Sörgel und Bunsen aus Verbinde bei Schwerin, muss ich sagen, schätze ich sehr. Der Stefan ist ein mit 50er lebensfroher Mensch. Macht alles Mögliche, ich weiß gar nicht, wie der das alles macht, hat ein recht stabiles, gutes Unternehmen, auch schon über 30 Jahre. Und Stefan würde ich dir vorschlagen. Ja. Das ist, glaube ich, sehr interessant, sich mal anzuhören, was der so zu erzählen. Okay. Nochmal 3 Tipps an die Berufskollegen. Was hast du denn für 3 tolle Tipps an deine Berufskollegen? 3 tolle Tipps an meine Kollegen. Also ich habe schon seit Jahren eine recht gute Arbeitsvorbereitung aufgebaut, auch schon vielen Kollegen gezeigt. Das kam auch mehr oder weniger über euch, Walter. Mein Bauleiter und ich waren ja mal beim Dirk Eckert zur Schulung über Logistik. Und da haben wir dann angefangen, das alles umzustellen auf Arbeitsvorbereitung. Bei uns ist wirklich jedes Gerüst geplant, mittlerweile digital, Ladenliste erstellt, auf dem Lager vorgepackt. Das ist auch was uns als Betrieb, glaube ich, einzigartig macht, hier zumindest in der näheren Umgebung. Das kann ich nur jedem empfehlen. Das macht einfach ein bisschen den Kopf frei. Kaufmännisch uns stärker aufstellen. Das ist, glaube ich, ein Schwachpunkt. Diese One-Man-Shows, die wir alle mal waren und haben und viele noch sind, das ist nicht gut für uns persönlich und das ist nicht gut fürs Unternehmen. Weil so ein Unternehmen, wenn das nur an einem Menschen hängt, kann das nicht gesund sein, weil immer was passieren kann. Das kann ich den Kollegen nur empfehlen. Ja, und vernetzen, ne? Vernetzen, gegenseitig helfen. Das ist nach wie vor auch in schwachen Zeiten, wenn wir jetzt von Krise reden, sich ein bisschen zu vernetzen und zu sagen, komm, ich habe da, wie gesagt, weniger Arbeit, kannst du mir was abgeben oder soll ich was helfen, soll ich dir was helfen?
bevor sich einer übernimmt, kann man doch sich das auch ein bisschen aufteilen. Gerade wenn weniger Arbeit ist, tut das doch allen auch gut, wenn jeder was von der Arbeit abkriegt. Hilft allen am Überleben. Ja. Gut. Vernetzen. Was mir am besten bei dir gefallen hat, wir waren ja auch in deinem Betrieb, den anzuschauen. Wir waren abends dann noch am See. Und was ich dort am liebsten gemacht habe, war Barmann. Das habe ich, glaube ich, recht gut gemacht. Hast du gut gemacht. Genau. Das kann ich sehr gut. Also wenn ihr mal einen guten Barmann braucht, da kann ich also aushelfen. Ich kriege alle unter den Tisch. Ist überhaupt kein Problem. Das machen wir wieder. Das können wir mal wieder machen. Wir noch mal, Schönen ja. Abend. Genau. Erzähl mir ja mal was keiner über dich weiß. Was keiner über mich weiß. Apropos, ein anderes Thema, ganz kurz, Hobbys, weil du Hobbys fragtest. Ich habe natürlich noch ein Hobby, das habe ich ganz vergessen vorhin. Ich bin seit über 20, 25 Jahren aktiver Feuerwehrmann. Ja, und stellvertretender Wehrführer. Und das macht natürlich auch sehr viel Zeit. Nur mal so. Das ist also, weil nicht nur Garten und Zimmer und Motorradfahren, da ist also noch viel mehr. Ja, das ist aber so selbstverständlich, dass man das auch vergisst. Was keiner über mich weiß, da gibt es eigentlich nichts, weil ich glaube, ich bin ein sehr offener Mensch. Ich habe keine Probleme, anderen Leuten von meinen Dingen zu erzählen, die mich umtreiben, die mich beschäftigen, die ich erlebe. Das mag für manchen belastend sein, für manche einen, vielleicht sagen viele, das geht mir auf die Ketten, aber ich komme damit ganz gut durchs Leben, weil ich finde, warum soll man Geheimnisse haben um das, was man tut? Das Leben ist zu kurz, um mit Geheimnissen ins Gras zu gehen. So nicht. Gut. Vielen Dank für deine Teilnahme. Wenn du den Podcast toll gefunden habt, dann mach bitte ein Like drunter, teilt ihn, kommentiert ihn und abonniert den Kanal. Es geht weiter mit tollen Geschichten von Gerüstbauern, die momentan im Geschäft sind, von Nachfolgern und von Menschen, die sich getraut haben, ihren Betrieb zu übergeben, zu verkaufen. Habe ich ganz tolle Menschen jetzt in letzter Zeit getroffen, die hier mit dran teilnehmen. Und Dankeschön und einen schönen Abend. Danke, Walter. Das war Walter Stuber, der Mutmacher, im Gespräch.